Mit neuem Stürmer und einem richtig geilen Talent geht es rein ins letzte Hinrundenspiel gegen Hoffenheim. Die sind momentan, glaube ich, 12. Hinken also auch nur ein bisschen den Erwartungen hinterher. Wenn ihr wissen wollt, welches Talent ich von unserem Scout bekommen habe, bleibt dran bis zum Ende. Wir werden uns das am Ende mal angucken. Der ist nämlich heute leider nicht mit dabei. Der ist auf der Reservebank aus gutem Grund. Also beziehungsweise ist erst nicht mitgefahren. Vorne neuer Stoßstürmer, ein anderer Spielertyp zu Justin Jinma. Ist auch aus dem Norden, vom Konkurrenten von Werder Bremen. Ja, Jinma war ja Bremer. Und Robert Glatzel vorne ist Hamburger. Der Ex-Hamburger, da ist er schon. Robert Glatzel mit der ersten Chance. Anders als beim HSV hat er halt hier die Möglichkeit, in der Bundesliga zu spielen. Von daher hat sich der Transfer schon mal für ihn gelohnt. Und jetzt bin ich gespannt, ob er halt vorne diese Präsenz reinbringt, diese Kopfballstärke, die ein Jinma halt einfach nicht bringt im besten Fall. Also im schlimmsten Fall, weil er ist für mich... Oh, wie kann der denn da durchrutschen? Willis. Kein echter Strafraumstürmer, sondern eher so ein Flügelspieler. Also ein Jinma. Der ist dann aber auf der Bank. Der wird dann auch seine Spielzeit kriegen auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, ob wir uns wirklich da oben festsetzen können. Wir sind momentan, glaube ich, Vierter. Haben also mit dem Abstieg nichts zu tun. Und das wäre sensationell, wenn wir das schon in unserer ersten Saison hier schaffen. Aber es ist die Hinrunde, die Rückrunde. Wir haben noch 17 Spiele. Da kann noch so viel passieren. Können wir noch richtig hart unten reinrutschen. Ich hoffe aber nicht. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht am Ende so unter den ersten 10 bewegen oder den ersten 7 vielleicht. Das ist so eine typische Aufsteigersaison. Die ganze Euphorie nochmal mitgenommen. Es ist ja genauso wie bei Heidenheim, die es jetzt noch auf Platz 8 geschafft haben und würden, wenn Leverkusen den Pokal gewinnen würde, dann ja, europäisch spielen. Oder halt Lautern, wenn die gegen Leverkusen gewinnen im Pokal, dann wären die nämlich in der Euroleague. Wahnsinn. Als Zweitligist, ne? Überlegt euch mal. Also entweder Lautern oder Heidenheim. Das ist eine ganz, ganz verrückte Saison gewesen. Ganz, ganz kurios. Aber warum nicht? So, jetzt bin ich gespannt. Also wir kriegen noch nicht so viel gebacken hier. Es ist momentan ein bisschen Leerlauf hier, ein bisschen Ball hin und her geschiebe und es dauert auch alles zu lange. Es wirkt wieder sehr, sehr behäbig hier. Die Spieler haben wieder riesige Rucksäcke mit irgendwelchen Sachen drin gefüllt, die sie nicht abkriegen. Schon wieder sehr, sehr kurios. Aber 0-0 würde uns auf jeden Fall mehr bringen, wenn es denn dabei bleibt. Als Hoffenheim. Aber wir kriegen nichts hin. Vorne, oder oben seht ihr das Forza Spielerdebüt. Der war mal bei der Hertha, bei uns. Den haben wir verkauft. Dafür habe ich ein bisschen Geld bekommen für Glatzel. Sonst hätte ich mir Glatzel nicht holen können und auch den Jugendspieler nicht. Also da waren mir so ein bisschen die Hände gebunden. Und es ist generell schwer, hier im Winter irgendwelche Spieler, geschweige denn gute Stürmer, bezahlbare zu holen. Da war Robert Glatzel wirklich einer der besten noch. Eine 74er Gesamtstärke. Also von daher hoffe ich, dass der auch ein paar Tore macht dann. Für das Geld. Weil momentan, ihr seht, es geht nicht viel. Es geht nicht viel nach vorne. Sehr viel Mittelfeldgeplänkel hier. Oh, ist das schwer und behäbig hier in den Zweikämpfen. Das ist... Ja, auch wieder sehr typisch. Also es gibt Spiele, da läuft es wie aus einem Guss. Da gewinnst du viele Zweikämpfe, dann macht es auch Spaß. Und dann hast du halt auch mal wieder so Spiele, die auch ein bisschen ja, schwerer sind. Und jetzt die Chance, Anton Stach, aber Kempf ist dazwischen. Sehr, sehr gut, wichtig. Hat ihm da ins Schussbein gegriffen sozusagen. Ansonsten hätte das böse ausgehen können. So, Nusa, kriegt Zerda den? Nee, das war utopisch. Es war unmöglich, den da hinzukriegen. Ja, die Hoffenheimer machen das momentan nicht schlechter. Mit ihrer Fünferkette, Dreierkette dann, das ist echt schwer, da momentan irgendwelche Lösungen zu finden oder beziehungsweise überhaupt ins Spiel reinzukommen. Wir laufen momentan wirklich hinterher, wir sind immer einen Schritt zu langsam. Und wenn wir dann mal nach vorne umschalten wollen, ihr seht, viele Fehlpässe im Aufbau, es ist alles zu langsam. Das wirkt alles viel zu behäbig, viel zu langsam. Jetzt zum Beispiel mal die Chance, Olaru, und dann ist Glatzel vorne gegen 3 Mann alleine. Was will er da machen? Ja, vorne Nusa, schade. Und dann bleibt uns momentan nur das Spiel hier hinten rum. Bisschen Ball hin und her geschiebe. Vielleicht ja jetzt mal Olaru, Glatzel, da müssen die Bälle halt auch ankommen hier. Das ist halt das Problem. Daran merkst du halt, du bist noch bei einem Aufsteiger, du bist bei der Hertha, nicht irgendwo bei Dortmund, bei Bayern oder so. Da läuft das halt manchmal so ab, wie es halt abläuft heute. Aber trotzdem ist das okay. Also ich bin mit dem 0-0 bislang zufrieden, auch wenn das spielerisch jetzt nicht hier das
Gelbe vom Ei ist und wir nicht die Sterne vom Himmel spielen, aber es ist okay. Ich glaube, das 0-0. Damit sind wir gut bedient und ich würde auch jetzt erstmal diese Formation lassen oder halt aufs 4-2-3-1. Ihr seht oben 0 Schüsse Hoffenheim, 0 Schüsse aufs Tor. Da ist halt momentan nicht viel. Viel Mittelfeldgeplänkel. Wir sind 0-0 der etwas schlechteren Art. Auch wir haben nicht so viele Aktionen nach vorne, aber es kann ja mit einer Aktion kann das Spiel ja mal aufgeweckt werden. So würde ich das jetzt einfach mal beschreiben. Haidara, Royal kommt mit nach vorne. Oh, gegen Barco, da muss er halt direkt da sein. Jawohl, ist da. Und dann ist auch schon Halbzeit. Also ein sehr schnelllebiges Spiel. Bislang auch eher ein langweiliges Spiel, muss ich auch mal zugeben. Da ist jetzt nicht so viel nach vorne. Ihr seht, 0 Schüsse, 2 von uns. Die wurden aber halt beide geblockt. Beziehungsweise auch aus 20 Metern. Ja, easy weggeschnappt. Ihr seht, der ist zwar nicht so schnell, Glatze, aber der hat halt eine unglaubliche Körpergröße. 1,93 ist halt ganz anders als ein Jinma, der halt nur 1,79 ist. Und den sehe ich halt eher auf dem Flügel oder in einer anderen Formation. Tja, aber was machst du jetzt? Ey? Umstellen? Machst du mal eine Dreierkette, Fünferkette würde ich nicht machen. Viererkette könnte man auch mal probieren. Also 4-2-3-1, Viererkette habe ich ja auch schon. Wir machen mal 4-2-3-1. Ich probier das mal aus. Vielleicht mit 2 Sechsern. Mit 3 zentral offensiven Leuten. Aber im Prinzip ist das auch ein bisschen Glückssache. Du kannst hier jede Formation machen, wenn das Spiel halt das so simuliert hat, dass es heute mal ein bisschen langsamer und behäbiger von der Hand geht. Dann, wie gesagt, kannst du noch 10-mal die Formation umstellen. Wenn das Spiel halt nicht möchte, dann ist es so. Aber wir probieren es trotzdem. Über Forbes gegen Vogt. Und der hat Geschwindigkeitsvorteile auf jeden Fall. Da darf Vogt nicht hinterherkommen. Und das ist die große Chance für Forbes. Lafont, fast als Eigentor. Aha, es geht doch. Seht ihr ja, eine Aktion und schon ist das Spiel vielleicht jetzt ein bisschen aufgeweckt worden. Aus dem Schönheitsschlaf. Aber das kann natürlich auch gut und gerne nach hinten losgehen. Aber das war mal eine Aktion, die hat halt Forbes und auch schon Nusa das häufigeren Mal gehabt, so ganz alleine vorm Tor. Den kannst du dann halt auch mal reinmachen, ne? Ich meine, der Winkel war spitz, aber es gibt auch Spieler, die den dann auch mal reinmachen. Die spielen aber halt nicht bei uns. Höchstwahrscheinlich. Aber wir haben auch gute Leute. Wir haben Bradley hier, der immer gegen 3 Mann alleine jetzt ist. Oh, und dann diese Fehlpässe, das ist halt krass. Ja, da muss auch mal ein Glatze mit nach hinten arbeiten gegen Willis. Gegen den anderen Stürmer. Aber haben wir gut verteidigt bekommen. Wir stehen wieder gut. Und Hoffenheim kommt. Aber Kempf ist da. Verteidigung steht, das ist gut. Aber auch Hoffenheim kriegt nicht so viel hin. Und dann ist es wieder Forbes. Aber diesmal ist Vogt leider da. Hat er gut aufgepasst. Hat den Braten gerochen. Natürlich, ich versuche hier auf Sieg zu spielen. Ich werde aber jetzt auch nicht ins allergrößte Risiko reingehen. Wenn es halt beim 0-0 bleibt am Ende, dann ist es so. Dann nehme ich den Punkt sehr gerne mit. Aber auch an den Aktionen merkt man halt, es ist sehr, sehr viel, ja, harte Arbeit. Sehr viel Stückwerk, was wir hier machen müssen. Und es geht auch teilweise ein bisschen zu langsam. Also wenn wir da mal die Chance haben, hier jetzt, vorne haben wir ein bisschen Platz, dann muss es auch genauer gehen. Glatze über die Außen. Das ist natürlich nicht seine Position, aber er macht das hier mit engem Dribbling. Nusa! Ausspitzen Winkel. Ja, Glatze lassen wir mal. Der ist halt immer noch für was gut. Sforza geht raus. Bei uns können wir auch mal Uedraogo reinbringen. Das neue Talent spielt übrigens auch zentral offensives Mittelfeld. Und der kann auch rechtes Mittelfeld spielen. Und hat halt jetzt schon mit 17 Jahren eine 68. Also so ein ähnliches großes Talent wie Uedraogo, möchte ich mal sagen. Ja, vielleicht Rese mal für Nusa. Dem heute auch nicht so viel gelungen ist. Aber es liegt auch irgendwie so ein bisschen am Gegner selber. Also es ist jetzt hier kein Kracherspiel, das ist jetzt kein Spiel, wo ich dann nach der Saison so als Highlight drauf zurückschauen würde. Es geht halt für beide um viel. Klar, für uns, wir stehen oben, ich würde gerne den Schwung mitnehmen. Jeden Sieg und dann mich möglichst lange oben festsetzen in den internationalen Plätzen. Aber ihr seht, so Fehlpässe, das passt halt dann zu so einem Spiel. Aber so Spiele gibt es halt auch, so Spiele darf es auch gerne geben. Muss es ja auch geben, man kann ja nicht in jedem Spiel 3-4-0 gewinnen. Man braucht halt auch mal so Spiele oder halt auch mal ein Spiel wie gegen Freiburg zu Hause. Das 1:3. Aber wir haben jetzt noch Zeit. Forbes auf der Außen. Oh, die Bälle, das verstehe ich auch nicht. Da ist so viel Platz außen rum. Und dann spielt er den Hoffenheimer
in den Fuß. So, nächstes Laufduell. Wieder Forbes gegen Vogt und da auch müsste, ja, Forbes Vorteile haben. Noch spitzerer Winkel. Lafont zum ersten und zum zweiten natürlich. Da fehlt halt dann Glatzel. Da muss er halt auch rein in den Strafraum. Muss da so ein bisschen spekulieren, aber der war noch nicht mal im Strafraum. Der war irgendwo weit draußen. Aber vielleicht ja jetzt. Also Glatzel gegen Schalay. Glatzel, nee. Den haben wir heute nicht so ins Spiel bekommen. Liegt aber, wie gesagt, auch am Gegner. Hoffenheim macht das auch gut in der Verteidigung. Muss man halt auch mal zugeben. Und vielleicht, wenn wir jetzt so eine kleine Drangphase haben oder beziehungsweise so einen kleinen Schlussspurt hinlegen, warum denn nicht? Vielleicht gehen wir hier noch als lachender Sieger vom Feld. Vorne Glatzel, sehr gut. Bringt auch wieder ein bisschen Zeit. Ja, Ball hin und her geschiebe, alles schön gut. Rese da. Hat natürlich dann leider zum Gegner geklärt. So, jetzt, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir da sein. Und, ach, gibt's auch wieder einen Freistoß, natürlich. Für nichts, vielleicht auch nochmal lassen wir für Glatzel. War okay. Also, wie gesagt, es war nicht so viel von ihm zu sehen. Er war gut gedeckt. Gut bearbeitet worden, aber so ein, zwei Aktionen. Ich glaube, der wird auch noch ein paar Tore auf jeden Fall in der Rückrunde schießen, hoffe ich. Jetzt apropos Tore, schießen, Obig! Ist da, wenn er gebraucht wird. Den Jinma auch nochmal frische Kräfte über die Außen jetzt natürlich. Die erste Ecke in dem Spiel von Hoffenheim, Achtung. Auch immer sehr, sehr gefährlich, weil du nie weißt, was zu machen. Verteidigung steht, Achtung. Olado, lassen wir es dazwischen, sehr, sehr schön. So, jetzt die Chance, aber wir sind 2 gegen 4, was willst du da groß machen? Dann musst du hier in Ruhe aufbauen und dann über die Außen. Und dann hat Bradley Platz und dann muss er in die Mitte. Junge, in die Mitte, du bist Stürmer. Du bist Strafraumstürmer. Oder dann machst du von hier, lass mal. Oh, da wäre ein Jinma frei gewesen. Oh, Gottes Willen. Ne, Uedraogo war's. Oh, wenn ich das zu Ende spiele, dann muss einfach der Ball in die Mitte kommen. Aber es war wieder ein bisschen zu voreilig. Da werde ich dann schnell auf Abschluss gehen, anstatt ich da nochmal den Kopf hochnehme. Aber das passt so ein bisschen zum Spiel. Und auch zum Spiel würde passen, wenn jetzt hier irgendeiner noch das 1-0 macht. Hoffentlich nicht Hoffenheim. Hoffentlich nicht Hoffenheim. Ja, Jinma ist dazwischen. 90. Minute läuft schon. Also es ist ein sehr spannendes Spiel, was glaube ich mit 0-0 zu Ende geht. Ich glaube 0-0 hatten wir da schon mal. Ich glaube gegen VfB, ne? Oder? Haben wir gegen VfB nicht 0-0 gespielt? Egal, auf jeden Fall. Heute 0-0 gegen Hoffenheim zum Hinrundenabschluss ist das okay. Ja, wir haben Glatzel so ein bisschen in die Partie reingebracht. Viele Chancen gab es nicht. So vereinzelt mal Aktion. Gut, aber ich glaube, wir können damit ein bisschen mehr leben als Hoffenheim. Von daher ist das völlig in Ordnung. Und das Unentschieden hilft uns halt wirklich mehr als Hoffenheim. Jetzt geht es nämlich direkt in die Rückrunde gegen Hannover. Eine Woche später. Und dann zeige ich euch gleich noch das Megatalent, was ich mir geholt habe. Ich habe noch hier 2 Scouting-Berichte auch von 2 Spielern. Einmal den Chiquinho, genau, den wollte ich ja beobachten lassen. Den hätte ich mir, ja, wenn ich 2, 3 Spieler verkauft hätte, hätte ich ihn auch holen können. Der hat ja gegen uns das Freistoßtor gemacht. Nick Woltemade war auch noch eine Option, wieder von Werder, 1,98, aber gut, ich wollte diesmal beim HSV halt zuschlagen. Simon Terodde wäre natürlich auch noch eine Option gewesen, 36, aber ich habe gedacht, komm, mit 36, da wollte ich jetzt, ja, den nicht wegholen von Schalke. Ragnar Ache, der ist nicht ganz so groß, 1,83, aber der hat bei Lautern auch seine Tore gemacht. Der ist sensationell, ist der da eingeschlagen. Der hat die quasi auch mit in der Liga gehalten. Haris Tabakovic haben wir natürlich auch noch da. Der wird jetzt natürlich ein bisschen blöd aus der Wäsche gucken. Aber es ist nun mal so. Ja, erste Liga ist was ganz anderes. Wir haben Uedraogo verkauft. Oh, nee. Aber jetzt schon? Jetzt schon? Der ist jetzt schon verkauft worden. Ach, der geht zu Schalke zurück. Natürlich. Was ist das denn für eine Aktion? Hä? Von Schalke zu Hertha und wieder zurück. Das gibt's doch nur im Karrieremodus, ey. Ah, hatte der eine Freigabesumme? Ja, scheiße. Haben wir doch noch mal ein bisschen Geld übrig, oder? Ja, Uedraogo ist weg. Dann kommt jetzt hier Guzman. Das ist nämlich das neue Megatalent. Der kann rechtes Mittelfeld, der kann rechte Flügel, der kann auch zentral offensives Mittelfeld. Dann wird er halt unser neuer Uedraogo. Der hatte einen Wert von 3,8 Millionen. Also das wird ein richtig guter. Das wird ein richtig guter. Das sieht man schon anhand der Werte. Eine hohe Bissigkeit, Antritt. Ist auch nicht so schlecht. Efe 83. Also der kann nicht so verkehrt schießen. Hat Tricks, Flair und Powerschuss als Player-Style. Also von daher ist das auch ein vielversprechendes Talent. Aber das mit Uedraogo, das kommt jetzt ein bisschen überraschend.
Aber gut, habe ich halt nicht aufgepasst. Den hätte ich dann eben im Sommer wahrscheinlich für ein bisschen mehr Geld verkauft. Aber gut, schade. Dann geht er wieder zurück zu Schalke. Auch völlig verrückt, ey. Gehst du erst zum Konkurrenten und dann gehst du im Winter wieder zurück. Naja, völliger Quatsch, ey. So, Haro oder Hato, den lehne ich auch ab. Brauche ich auch Innenverteidiger. Aber wir hätten jetzt natürlich noch mal ein bisschen Geld übrig. Die Frage ist halt, ob du da irgendwie jemanden kriegst für 5 Millionen. Im Winter, da wirst du niemanden Gescheites holen. Dann belasse ich es lieber bei der Truppe, weil die ist gut. Die ist eine durchschnittliche 70er-Mannschaft. Jeder hat mindestens mal eine 70, 75, 76. Serdar sticht ein bisschen mit seiner 78 da raus. Und auch die anderen, Forbes, der wird noch besser. Der hat ein großes Potenzial. Bei Olado weiß ich es nicht ganz genau. Serdar weiß ich jetzt auch nicht. Bei Bradley, bei Barco, der geht auf jeden Fall auch noch ein bisschen nach oben. Jetzt gucken wir uns zum Schluss nochmal die Hinrundentabelle an. Und wir stehen auf dem sensationellen 5. Platz. Wir sind 8 Punkte hinter Gladbach, die auf dem besten Weg sind, mal wieder Meister zu werden. Dortmund, Leverkusen, die Bayern auch nur Vierter. Auch schon 5 Niederlagen. Also wir halten uns da oben wirklich gut. Haben natürlich Leipzig, Frankfurt, Mainz, Stuttgart, Wolfsburg im Rücken. Das sind 5 Punkte Unterschied. Das ist krass. Das wird noch eine richtig, richtig interessante Rückrunde. Unten sind Union und Bochum und Schalke. Auf den letzten 3 Plätzen, aber auch die sind in Tuchfühlung mit Augsburg, auch mit Bremen. Also das ist Wahnsinn. Das ist wirklich eine spannende Saison. Das finde ich richtig gut. Wenn ihr derselben Meinung seid, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Teilt gerne meine Videos, meinen Kanal mit euren Freunden, das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann starten wir rein gegen Hannover in eine, ja, hoffentlich sehr, sehr spannende Rückrunde auch, wo wir dann auf jeden Fall erstmal die Klasse halten. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und vielleicht sogar noch uns für das europäische Geschäft qualifizieren. Das wäre natürlich auch schön. Das ist auch noch ein Talent gewesen, Eusebio Cuevas. Ich weiß nicht, ob das irgendein Regent ist, mit 1,83, 17, Argentinier vorne. Ich glaube, die spielen alle noch, ne? Das war halt auch jemand, der das gewisse Etwas hat. Das wird also auch noch ein richtig guter Spieler. Könnte ich mir vorstellen. Na gut, also ich bin raus. Ihr vergesst nicht zu bewerten, zu kommentieren, zu abonnieren. Und dann sehen wir uns zum Rückrundenauftakt gegen Hannover wieder. Hoffentlich starten wir da mit 3 Punkten. Macht's gut. Ciao, ciao.